Es ist keine Absage an Gespräche, aber ein Appell an Realismus bei diesem Thema. Also Diplomatie funktioniert nur dann, wenn beide Seiten, oder zumindest in dem Fall Russland, Interesse daran hat, dass es eine Lösung gibt. Aber sie haben kein Interesse daran, weil sie eben glauben, dass sie auf dem Schlachtfeld mehr erreichen können als durch Diplomatie. Und man muss ja auch sagen, das ist ja auch die Diskussion, die wir ja im Bundestag auch wieder erleben von den linken und rechten Vertretern, die immer wieder sagen, es müsste mehr Diplomatie geben. Wie viele Staatschefs sind denn alleine, bevor dieser Angriffskrieg angefangen hat, nach Moskau gefiltert, haben dort an diesem absurd langen Tisch gesessen, versucht noch Putin davon abzuhalten, diesen Angriffskrieg zu führen. Und auch währenddessen gab es ja jede Menge Initiativen, ob das von der Türkei war oder ob das auch jetzt von den USA war oder von wem auch immer. Auch im Hintergrund gibt es natürlich nach wie vor Diplomatie, aber man muss einfach sagen, dieser Krieg könnte schnell durch zwei Dinge enden. Das eine ist, dass Russland seine Truppen aus der Ukraine zurückzieht, dann haben wir Frieden. Und der andere ist, dass China seinen Einfluss Geld macht aus Russland, sagt, es ist gut, jetzt hör auf damit. Auch da gehört dazu, China hat auch kein Interesse daran, dass es dort schnell Frieden gibt. Und deshalb sind wir eben in einer Situation, in der man einfach anerkennen muss, dass wir mit Diplomatie an Grenzen kommen. Das ist bedauerlich, weil wir alle, ich sage mal, wir stehen morgens auf, eigentlich Politik zu machen, um unser Land und auch um Menschen zu schützen. Wir nehmen aber zur Kenntnis, dass wir ein Land wie Russland haben, dem es völlig egal ist, dass 1,2 Millionen Staatsbürger tot, verwundet, vermisst oder sonst was sind. Das ist denen egal. Und solange das in einer Gesellschaft so ist und auch aus dieser Gesellschaft heraus keinen Druck gibt, diesen Krieg zu beenden, sehe ich ehrlich gesagt für Diplomatie im Moment keine Chance, diesen Konflikt zu lösen, diesen Krieg zu lösen. Dass irgendwann natürlich das Ende dieses Krieges ein diplomatisches sein wird, ist auch klar, aber im Moment muss ich ehrlich sagen, ist meine Hoffnung, dass wir das mit diplomatischen Mitteln lösen, aufgrund der Verhaltensweise von denen, die es beeinflussen könnten, sehr, sehr gering. Da würde ich direkt zwei Fragen anschließen. Einmal ist sehr interessant zu wissen, das ist vielleicht allen hier auch klar. Warum übernimmt der Nachbar China nichts? Warum haben Sie ja gesagt, wir haben noch Interesse daran, dass der Krieg weitergeht? Und zweite Frage, der wird von meiner Ziel gerichtet, warum übernimmt denn die russische Bevölkerung nichts? Gerade am Anfang des Kriegs hatte man das Gefühl, dass es doch ein paar Mütter gibt, die nicht so begeistert sind, dass plötzlich ihre Kinder sterben. Seitdem hört man aber nicht mehr viel davon. Also die erste Frage, warum übernimmt China nichts? Also ich glaube schon, dass China etwas dahingehend unternimmt, dass es versucht, am Anfang auch nicht dazu beigetragen hat, dass wir keine atomare Auseinandersetzung bekommen. An der Stelle glaube ich, dass China kein Interesse daran hat, dass dieser Krieg in dieser Art und Weise eskaliert. Aber es ist völlig klar, solange Kapazitäten, sei es von den Amerikanern, sei es von den Europäern, in der Ukraine im Osten gebunden sind, ist das Handlungsfeld für China in seinem Verantwortungsbereich relativ weit. Und das ist ja auch das, was wir eben erleben, dass die Amerikaner sich ja auch deshalb zurückziehen, weil sie eben stärker in den Pazifik-Präsenz ausweiten wollen. Also deshalb, China hat ein Interesse an, ich glaube, dass dieses Verhältnis China und Russland lange nicht so harmonisch ist, wie das immer dargestellt wird. China ist sozusagen, Russland ist für China in meinen Augen ein nützlicher Idiot, bei dem sie ein Interesse daran haben, dass er diesen Krieg nicht verliert, bei dem sie aber auch ein Interesse daran haben, dass er nicht zu stark ist. Und das, glaube ich, ist das, was auch Chinas Handeln in diesem Konflikt, in